Farming App, Abfahrt, freundliche Maschinen, Straßen in Italien. Hallo Welt, wir sind Bettina und Rolf, ein Paar aus der Schweiz, und wir sind auf einem grossen Roadtrip durch Europa. Wir sind unterwegs mit unserem VW-Bus T3, der den Namen Catwiesel trägt. Komm mit auf unsere Reise, es wird ein Abenteuer. Schnall dich an, es geht los! Catwiesel. Es war ein milder Januarmorgen, wo wir unseren lang ersehnten Traum Wirklichkeit werden. Wir sind losgefahren auf unsere grosse Europareise. Schon nach ein paar Metern haben wir uns gefragt, ob echt alles dabei ist, ob wir echt alles gemacht haben. Grosse Checklisten haben wir abgearbeitet, viele Überlegungen gemacht. Versicherungen. Wie machen wir es mit dem Geld? Wo könnten wir hin? Wohin dass wir werden fahren, ist immer offen gewesen. Und ist auch immer noch offen. Wir haben keinen wirklichen Plan, keine fixierte Route, keine definierten Punkte und keine Sachen, die wir zwingend anschauen wollten. Einfach sich treiben lassen und auf nichts müssen Rücksicht nehmen. So sind wir also schon mal auf der Autobahn, bald aber auch schon wieder drauf, denn wir mussten unseren Gastank, den wir haben fürs Kochen und auch für den Kühlschrank, noch auffüllen. Schon bald drauf sind wir wieder auf der Autobahn gewesen, das mal Richtung Süden. Wir haben noch immer darüber nachgestudiert, ob wir echt alle unsere Packlisten abgearbeitet haben. Es wird noch ein paar Tage gehen, bis wir wirklich loslassen können und es auch einmal ein bisschen gemütlich haben. Schon sind die ersten Berge von der Zentralschweiz in Sicht gekommen. Bald darauf hat es auch schon mal ein bisschen Schnee gehabt am Strassenrand. Vor dem hatten wir nämlich ein bisschen Angst gehabt, dass es Schnee haben unterwegs Richtung Süden. Vielleicht hätten wir dann in eine andere Richtung fahren. Bald schon sind wir mitten in den Bergen und haben angefangen, die Gotthard-Nordrampe darauf zu fahren. Wir hatten unterwegs einen Zug, der uns begleitet hat. So ein Zufall. Es ist aufwärts gegangen, immer weiter und weiter.
bisschen später dann sind wir beim Gotthard-Tunnelportal reingefahren. Und nach etwas über 20 Minuten und fast 17 Kilometer dann wieder im Kanton Tessin rausgekommen. Die Restenwälder haben uns bald darauf begrüßt. Und Gott sei Dank dann auch schon bald die Sonne. Wir sind dann noch bis an Lago Maggiore gefahren und haben dort das erste Mal übernachtet. Kalt war es. Am Morgen mussten wir in unserem Aufstelldach sogar Eis abschaben. Dann sind wir aber los. Einen kurzen Halt in Mendrisio vor der Grenze hat es noch gebraucht für einen Covid-Schnelltest und auch um das Strassensalz vom Gotthard ab dem Kettwiesel zu waschen. Und schon sind wir in Italien. Flach ist es geworden. Viele Lastwagen hat es gehabt. Und wir sind weitergefahren Richtung Gardasee. Freundlich sind sie, die italienischen Maschinen an der Autobahnmautstelle. Prego attendere, validazione in corso. Ritirare la tessera. Arrivederci. Arrivederci! Fast alleine waren wir am Gardasee. Alles war wie ausgestorben. Überall waren die Läden zu, bei den Ferienwohnungen und Ferienhäuschen. Es ist recht kühl. Wir sind jetzt schon im Eindunkeln angefahren. Wir sind Kettwiesel gerade am Suchen. Thermo-Unterwäsche für ein Suchen. Thermo-Unterwäsche ist sehr wichtig jetzt. Im Schrank, wo alles drin ist, und Thermo-Unterwäsche ist es. So sind wir dann weitergefahren, nicht mehr auf Autobahnen. Von denen haben wir genug gehabt. Wir sind auf kleineren Hauptstrassen und manchmal auch weg der Navigatrice oder wegen dem unfähigen Fahrer auf kleinsten Wegen weitergefahren. Meistens ist auf diesen Strassen 50 km pro Stunde angeschrieben. Aber das fährt wirklich niemand. Und den Zustand haben die Strassen. Liebe Italienerinnen, liebe Italiener, bitte seid mir nicht böse, aber es ist katastrophal. Der Kettwiesel hat das zwar alles hingenommen, aber es hat uns angefangen Sorgen zu machen. Einmal hat es ganz laut geklopft. Der Mr. Kettwiesel ist dann unter das Auto gekrochen und hat mal ein paar Prüfungen gemacht. Es sieht aber gut aus. Die Strassen sind auch immer ohne jede Sicherheitszone. Meistens hat es links und rechts von der Fahrbahn einen halben Meter tiefen Graben. Ich will ja nicht wissen, wie Menge hier schon reingeflogen ist. Nichts mit netten Anhaltplätzchen, wie zum Beispiel in Frankreich. Man fährt halt langsam und wird überholt und spürt auch jedes Schlagloch und jeden Platz. Oder man fährt etwas schneller und dann rumpelt es einfach, wird aber etwas ruhiger. Manchmal hat es auch so Temposchwellen bei den Ortschaften. Die sind aber schon recht sanft, vor allem wenn man mit Frankreich vergleicht.
Manchmal sind es ganz munzige Strössli geworden. Vor allem wenn die Navigatrice Mrs. Catwiesel oder der Fahrer Mr. Catwiesel einen Mist gemacht haben. Ja, das kommt vor. Dann hat der Catwiesel sogar im ersten Gang die Hügel auffahren. Und das ist auch bei dem langsamen Gefährt mit der Form von einem Ziegelstein eher selten. Und Haarnadelkurven. Eng und einspurig natürlich. Das hat am Steuer dann also zu tun gegeben. Wenn es so weitergeht, hat der Mr. Catwiesel bald ein Sixpack. Wir sind dann bis Parma gefahren, haben uns die Stadt angeschaut und den berühmten Schinken und Käse gekauft. Nach einer lauten Nacht sind wir dann wieder auf. Zum Morgen im Bus. Guten. Danke. Teilweise ist es dann schlammig geworden, aber bald sind wir in Modena und haben ein Gadget ausprobiert, wo man damit aus dreckigem Wasser Trinkwasser machen kann. Nachher haben wir den kaputten Hahn mit einem Taster geflickt und uns ab dem Ergebnis gefreut. Dann sind wir in die Stadt Modena und zum Apero. Wir trinken jetzt gerade einen Aperol. Gutes Land. Weiter geht's in Florenz. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Arrivederci! Catwiesel.